Hallo und herzlich willkommen zurück bei Doms Anker Channel. Wir sind wieder live drauf. Sollten wir zumindest. Wir gucken jetzt noch gemeinsam Devolver und freuen uns dann auf schöne Dinge. Schön wird. Es wird schräg. Wir gucken jetzt nur Devolver gemeinsam. Wir warten bloß, bis sie jetzt hier die meisten wieder eingefunden haben. Um die Weirdness gemeinsam zu genießen. So, schauen wir mal schnell, ob es funktioniert. Meins wäre online. Scheint alles zu funzen, das ist schön. Meins wäre online. Wunderbar. Schauen wir mal. So, falls hier jemand im Chat ist, sagt einmal kurz Hallo, damit wir wissen, dass ihr da seid und dass das Stream wieder geht. Das wäre sich sehr freundlich. Es dauert relativ lange, bis es aufpoppt, aber es funktioniert. Ja. Ist aber gemacht. So, jetzt warten wir noch eine Minute. Ja, bis wir wieder alle hier mit dabei sind, kann ich euch schon mal sagen, Devolver wird wieder schräg. War letztes Jahr aber mit Abstand das lustigste von den ganzen Dingen. Ich sag bloß, wirf das Geld in den Fernseher, um DLCs direkt zu bezahlen. Genau. Ja. Nur dein Bestes, dein Geld. Ja. Wie hieß der Untertitel davon letztes Jahr? Der war großartig. Was jetzt nochmal? Unethic Methods of Tomorrow Today. Ich glaube, das war's. Genau, ja, so ungefähr. So, also fangen wir einfach mal an und gucken, was passiert, oder? Kleine Zusammenfassung in 3, 2, 1. Was ein Gemetzel. Ja, haben wir ein Recap vom letzten Jahr. Ja. Wobei Devolver geile Spiele macht, aber wenn es nicht übers Herz hängt davon die Nasen. Also die haben so viele kleine Sachen unter Vertrag. June 10th, 2018. Sehr Publikum wie beim letzten Mal. Ja. Publikum. Mit Superheldenlandung, finde ich gut. War das Uwe Boll? Yes. Boom. Oh, no. Look at that. Thank you, guys. Thank you. And thank you so much for coming to our little shindig here at the Dave Lang Memorial Theater.
What an event, am I right? Big deal. Heckin' big deal. Yeah, give it all the way up for the expo, everybody. And... yes, look at that. That's all you. You're killing it. Killing it. And you know what? So are we. So are we. Lots of changes at Devolver since the last time we were here. Lots of changes. Lots of progress. Synergies aligned. Efficiencies modulated. New management and a bold new direction. And we couldn't have done any of that without all of you. We've stepped it up, you guys. Stepped it all the way up. We've examined the industry and our place in it. We've worked hard to widen our excellence perimeter, engender fiscal aptitude, and re-intermediate intuitive strategies to promote cutting-edge, principle-centered, future-tested, high-impact, end-to-end mononectal alignment in the center sphere with a total linkage methodology concentration on our player base. Was And ist guys, los? I think what we've come up with is pretty exciting. You all know what's coming. I can't keep it a secret from you any longer. Guys, I am so excited to debut right here on this very stage Devolver Digital's first foray into the Battle Royale play space. Battle Royale F2W? Yeah! What a play space, am I right? A play space that we believe is the future's future. Shut your mouths, you miserable piece of human garbage! Shit! Let's get this nonsense Ist wieder started. da. The bitch is back. Ich finde so geil, der grüne Typ, der war I read letztes on Mal the auch da. internet this one time that some of you The motion capture guy. had some proper shit to say about our press conference last year. That it wasn't professional. That it didn't feel like a real video games conference by a real video games publisher what publishes real video games. That it was all some kind of joke. Joke. Well, you were super wrong. And to prove it, we have ramped up this year's Jiminy Thinger to include everything that you might expect from a production of this magnitude. This year, we have overly flashy graphics to distract you from mundane dialogue. Guest appearances from personalities that you can recognize and project some misplaced familiarity onto because you have seen them in videos on the internet, and whose appearance will serve to light up a predictable nostalgia response. And it is 2018, and that is how marketing is done now. We also have this little Haben wir guy schön vorgeführt, wie Marketing faking like gemacht he's wird. playing a new game on the Yeah. screen, despite it clearly being a pre-scripted sequence, meticulously planned out and pre-recorded months in advance. But what stood out most of all, what really stood out in the flaming trash pile, idiot island, in the unending ocean of unrequested feedback from last year's press conference was that you, simpletons, yes, you stinking bug-fuck shit minions, seem to think that we didn't provide enough new games reveals, first looks, or whatever else you think might have made your dumb little life a little less pointless in that one moment on the internet that one time. And that hit us right in the feels. So this year, we are bringing you those new games, those first looks, those reveals for projects that you never thought possible. The first is from Gamepires. It is their Supermax Survival Sim Scum. You should buy it. It is going to make us huge numbers. It's probably pretty great, but I won't know because I do not play any of this garbage. Roll the garbage! Play the garbage!
Scum Season 2 is gearing up, with Tech One's most violent offenders on display in our award-winning survival broadcast. With over 3 times as many drones, viewers will enjoy the contestants' most intimate moments. New weapons and gear elevate the action, but it's the trademark paranoia that drives the savagery to new heights, making Scum a thrill for the entire family. Fear not. Tech One security is on site to keep contestants in line. Oh my. And of course, fan favorite das hat sie Mr. den 18er Smiles is definitiv back verdient. again for rule enforcement. Scum, welcome to the next era in Supermax survival. Ach, das ist ein echtes Spiel. All contestant corpses will be reused in Scum per government regulations. Okay, das kann ja theoretisch so cool sein. Well, that looks like a hell of a lot Auch of noch fun was for the das ernst kids, am I kommt, das right? nicht. Das ist Go so to schwer zu sagen, Werner. scumgame.com Ja. for more information, or don't. I get paid either way. Up next, we have Devolver Digital's newest bleeding-edge technology innovation. Loot boxes. Loot boxes have made headlines over the past year, and you, the moronic gobbling maw of consumer idiocy that you are, have shown little to no regret in just plain dumping your money into this deeply insulting monetization model. At the same time, in parallel, it seems we have seen cryptocurrencies roll in and jack-punch the global socioeconomic landscape right in the sweetness, creating an entirely new culture of massively unqualified financial experts with absolutely no idea what the shit they are talking about. If there is one thing at Devolver Digital that we love, it is talking confidently about important issues we are completely ignorant about and then fleecing fat stacks of cash out of an uninformed marketplace that really should know better. Ladies and Haben wir gentlemen, drüber gefahren, sehr I schön. am thrilled to introduce you to our newest product, Loot Box Coin. Loot Box Coin is the world's first cryptocurrency that is so fucking secure, not even the owners know its actual value. Totally unregulated and absent of all civil, governmental, international, personal, or institutional liability. Loot Box Coin aims to become the Schibi, wo können wir die global kaufen? Wir sollten standard zuschlagen. in meaningless wealth acquisition Absolut, ja. and questionable financial stability. Loot Box Coin cannot be mined, cannot be opened, cannot be blockchained, cannot be walleted or crypto verified. It can only be bought through Devolver Digital with real, actual money you have in your actual bank account. Upon purchase, one of our hastily trained economists will create and send you Erinnere mich an daran, dass wir nachher auf die actual Website draufschauen, ob es die physical wirklich gibt. Loot Box Coin, just like the one Ja. I'm holding right here in my motherfucking hand. What is it worth? I don't know. What can you buy with it? Probably nothing. Does the U.S. government consider it a form of gambling? Fuck if I care. Loot Box Coin is available now on the Devolver Digital online store for a price that changes every hour on the hour for no discernible reason. Don't believe me? Well, go fire up a browser and check it out. Up next, we have a game that some of you may have seen on the socials via hilariously violent gifs from developer Blut, Dead Toast Ballets and und Bananen. GIFs. Pardon me? Yeah, GIFs. You say GIFs. It's an acronym. Acronym's pronunciation is determined by the creator of the said acronym.
like a proper name. In this case, the creator of the graphics interchange format, Steve Wilhite, says it's GIFs. Choosy developers choose GIFs. Oh my god. Anyway, here's my friend Pedro. I've never been particularly fond of violence, but these are bad people. Det blir nada därför att det är GIFs People that fast. need to be Fast stopped. Adobe och lite So let's get Dodge. crazy. Let's get weird. Let's get, well, bananas. What the fuck? Deadpool meets the Minions oder wie? Ich bin mir nicht ganz sicher. Sie sind schon gerne mal ein bisschen Banane, oder? Nein, ist das richtige Wort, ja. Weil Hölle die ist cool das? ist dazu. Ist mir wieder zu abgedreht. Die Musik? Na, alles. Natürlich ist es total abgedreht. Lol, da haben wir noch abgeschlagener Kopf gekillt. Hat sich gerade selbst versenkt im Korb. Weil es im Kopf schon gut ist, dass man den ganzen Gegend lösen kann. Eine Pfanne? Ja. Oh, Alter. Was soll der Scheiß? Für das Spiel, was du gar nicht ernst nimmst, oder? Ich bin auf die Switch. Ah, what the fuck. Da hinten sitzt dann natürlich der Live-Spieler, der das gerade live gespielt hat. Dem keiner gesagt hat, dass er wieder runtergehen muss. Nein, nein, der spielt jetzt den Screen da hinten. Cute as fuck. Little miniature fun-size versions of their legacy hardware, overflowing with classic games of yesteryear, asking you to pay a ridiculous premium for games that you owned 20 years ago and will be utterly disappointed by playing again today. Somehow, you all are buying these things up en masse. You are paying triple sticker price to some creep, selling them out of the back of his car next to a dumpster out behind Taco Bell. And not the nice Taco Bell, but the sketchy one that sells fried chicken and pizza and always smells faintly of a mop bucket filled with purple drink and puke. You love these little nostalgic cash grabs, and we have no fucking idea why. But who are we to pass up on this unique opportunity to separate you from your money? Margaret! Oh, großartig. Einfach nur großartig. I would like you to meet the Devolver Digital Entertainment System Classic. This adorable box of plastic and nostalgia comes preloaded with 25 of your favorite classic Devolver games. Jeffrey. Yes, Mother. Drop that super legit live demo game controller and Ich come on hab gesagt, up. yes, Mother. Show these people the magic that is the Devolver Digital Entertainment The System total real Classic. life control. The Devolver Digital Entertainment System Classic packs an SFPGA processor by Swedish manufacturer Lockheed AB. This is a Sega Dreamcast. Shut up, Jeffrey. Rocking You repainted a Sega Dreamcast. Just putting it out there. Look, these aren't even plugged into anything. This is a Metal Wolf Chaos disc that was only released on the Xbox. It's not even a Devolver game. And it's Japanese and not real also. So. Margaret. Whoa, 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 whoa. Hey, hey, whoa! Hey, stop, stop! Hey, stop! Now, it is time. Kritik for wird our also last wohl Die aufgenommen. Alter game reveal Scrubs. of the evening. Ja. I know. But this one
This one will really get the blood flowing to your nethers. It is 2004. I am taking you on a journey to 2004. Our good friends at From Software released a game that, unbeknownst to them, would lay the very foundation for the modern American political landscape. This game, this motherfucking legendary piece of cold-rolled amazing was forged in the most sacred elements of video game development. Mechs, explosions, and overly dramatic voice acting. Ladies, gentlemen, holy fucking shit. May I present to you From Software's 2004 masterclass in democratic mech warfare, Metal Wolf Chaos! Das ist echt das 2004er Spiel. Ja. Welcome to the White House. Michael! Ich finde es geil, dass sie sich vorher schon lustig machen, bevor sie auf den Trailer zahlen. Was ja theoretisch das Spiel ist, was sie verkaufen wollen. Für die Spiele, die sie zahlen, gibt es ja wirklich. Ja. Mich America Great. Ei. Hat den Dollarscheine, mit denen sie nicht geführt haben. PlayStation 4 and PC later this year. Go to makeamericagreatagain.com to throw money at your screen. Thank you. Well, that does it for this year's Big Fancy Press Conference 2018. It has been swell, but the swelling has gone down. Have a lovely night. We will see you all next year. Be sure and get validated on the way out. Okay. Noch ein schöner Diss hinten nach gegen Trump. Darüber kommt das verfügbar. They'll fix you. They fix everything. Take a look. They'll fix you, they fix everything. Shark, starting to roll. Shit. Let me see. Bring an LED. Lock it down. She's on. All right, what's the story? We were able to save her heart. What? I thought we agreed on total body prosthesis. Now lose the heart. Did you hear me? Doesn't matter. We're gonna wait for anyway. All right. Yeah, lose the heart. Und ein bisschen blutig. Be one bad motherfucker. War großartig wieder über alles, was so letztes Jahr passiert ist, oder im letzten Jahr drüber gezogen. We get the best of both worlds. The fastest reflexes modern technology has to offer. Onboard computer-assisted memory and a lifetime of Devolver Digital executive programming. It is my great pleasure to introduce to you Mina motherfucking Struthers.
Next Year. Und eine Story ziehen sie auch noch durch. So, wie hat die Seiten geheißen? Lootboxcoin.com. Coin.com. Ich muss jetzt aber mal kurz weg, ich komme später wieder. Okay, die gibt's wirklich. What the fuck? So cool. So cool. What the fuck? Wie geil ist das denn gewesen? With my sister and my parents to board games, even when I was a child. So jetzt haben wir Ubisoft. All my life. Ja, das ist ein bisschen andere Art, die Dinge zu machen, oder? Habt ihr sowas schon mal gesehen? And the other one is a homebrew world, and I've poured a lot of time into this. I made like entire world maps, random encounter tables. So I made this map in Hexographer in my spare time, and I just started with like, first of all, from people's backstories. I'm a grumpy old dwarf. All right, cool. You're over here. And you know what? There was a demon war, and they all come up from the north, up here in this nice, cheery place called the Abyss. But there are a lot of similarities. I mean, card games tend to be all about the mechanics, and I love mechanics. It's a big part of what we do as gameplay programmers, so there's a very natural overlap there. I think it's very important. So, ich bin gleich wieder da. Ich lasse es mal ganz kurz laufen. Another experience of game. They can be like a board game or card game, because if you do only programming, you kind of lose what it's really like. But if you are yourself a player, you can really, when you implement something, you can say, okay, as a player, I know this will be fun. You know, I play board games with my coworkers, and learning how they think and how we work together when we play is a great way to do better features when I do programming. Because if I know how we think and how more other people think, it's easier to work around and make great features that are accessible for everyone. Scratch that, No. just to get Chicago. But I'm thinking I play my role differently. It's in the rulebook, it's the rule. It's fine. Features like, for example, crafting, resource management, how can they play out? They can be prototyped through paper prototyping and board game mechanics, and then translate very easily into a video game setting and a UI. I'm currently doing a lot of prototyping, a lot of discovery, and we don't have anything set in code yet, but we have a ton of ideas. Let's bust out the index cards and my collection of figurines and all of my dice and create sort of like board game representations of the experiences we want to create. And then when I came to talk to the programmer, said, play this thing, what do you think? Oh, that's cool. Okay. When you get to do that and just communicate in that way with somebody, it's really refreshing because everyone's just on the same page and they were having fun. I was having fun. And I think that's the game designer. We aren't there to tell you, you must follow the story. We're here to say, here's the thing, what you're gonna do. And here we are now, joined with friends and family from Rainbow Six Siege. Community developer Craig Robinson, better known to the world as It's Epi. And then over here, Alex or Zoronic. And I think we're going to go with the fact that you are you were part of the Ubisoft star player family. You still are. Last year you were here, smiling, shining. You are a former pro player with Rainbow Six. You are an analyst. And obviously that beard is a thing of beauty as well. Anything I missed? No, thank you. I think that's spot on, yeah. Feeling good? Good. Now, your involvement with Rainbow Six has obviously been for a while, but things done changed. I'm going to say about 5 months ago or so with the Six Invitational. Why don't you tell us a little bit about that? I was lucky enough to be analyst on the second Six Invitational we had, which was amazing. It's been twice as big as the first one, and pretty much just everything is growing bigger and bigger. So let's just take a step back for those of us who don't know what the Invitationals are. Craig, can you tell us a little more about what the Pro League Finals are exactly? Absolutely. So every 6 months we have an event where we bring the best
best teams in the world to one city for a LAN final, and they kind of duke it out over the course of a weekend to figure out who the best team in the world really is. Okay, so a couple weeks ago, it was Atlantic City for the Season 7 finals, and I want to take a look at the grand finale. And we had Pentasports, and we had Team Liquid, and we had a bit of a rough start. Ja, ist nur irgendwer da, oder seid ihr gerade alle? Map 1, excuse me. Yeah, Pens are this dominant team out of Europe that's just notorious for winning almost everything. They've won half of every Pro League finals we've had so far. So I think everyone was kind of expecting them to take everything. Yeah, and what are we looking at in this clip right here? Pens is on the orange side and Liquid on the blue, and Pens is just about to take first map 5-1, which is something we don't see often. Why do we not really see that too often at that level of play? Teams are just getting so close that it's not something common, and when it happens, it's normally the team getting the lead early on that just wins everything, because momentum means everything. So after this first map was played out, it was pretty much expected that Penta was going to run away with it and take the win? Yeah, definitely, but it didn't look like Liquid lost their mentality, as we'll see later. Well, we'll see in map 2, the underdog Team Liquid will catch up to Pentasports. So why don't we see how they did in map 2? Roll the clip. Und tu es jetzt, du hast 10-15 Minuten Zeit. Das war Ubisoft. That's the first kill. Goga going in for the quick plant on the thermite. Jonas holding off for any of the rotations. And will this go down? Yes, it will. Sexy Cake, though, will drop one. 2-1, though. A flurry for Liquid as Goga gets one. Sick with one more. They're on fire. Pengu, last man alive here. He's got a clutch as he's done it before. So he's waiting. He spots the one player. Zig is somehow still alive, but he gets shot from the side. Ladies and gentlemen, Team Liquid, they survive. And we'll see a third map. The revenge from last year. Liquid almost going down. They bring it back in. The energy on this team is absolutely insane. So after that second map, we had a really close matchup between Liquid and Penta, and we were headed to our third and final map where we were going to figure out who the best team in the world is. Let's roll that. So, Alex, in this map, what's happening? What are we looking at with Liquid versus Penta? Well, after a map and a half, it seems like Liquid finally found their old style of playing, which is the Brazilian way. It's brute forcing, just powering their way through. Penta has this called EV Plus game style, which comes from poker and chess, where you always take the right choice, so to say. They'll go with the option that is more likely to win, and Liquid just brute forces through that. What does that mean, the right choice? If you have two options, one is at 80%, one is at 60%, they will always go with the 80%, but that makes them predictable in some way. You're playing up against a harder, I guess a harder strat if you choose to brute force through that, but they made it work. So what Team Liquid was doing was leaving certain avenues of approach open and vulnerable on purpose. Yeah, they were basically baiting them into taking these choices, right? Absolutely, and Team Liquid won the finals. They won the whole thing. What does that mean for these players, but also the Latin American community? I think, as you can see on screen, it means about the world to them. Sick, letting a little cheer go there, and it's not just for the Brazilian community or the Latin America. It's for everyone in Siege. It was huge. Absolutely. I mean, yeah, as you said, two tears being shed. And then he walks over to Penta before he's even had time to dry his eyes and congratulate them on their win. I love that. What can you tell us about the amount of respect that these two teams have for each other? Well, it's beautiful. They take 30 seconds to celebrate, and then the next thing in mind is to go over and shake the hands of the teams that just lost. That's a really nice visual, but as we move things forward, obviously, with Rainbow Six Siege, it's always in motion. There's always something happening. There's always changes, improvements. What are we expecting now as we shift closer to the next season and all the changes that are coming? Well, with the pick and ban coming, teams are going to have to change the whole way they play. It's going to be much more adaptable, like mid-round, and the way strats are built is going to change in the favor of the dynamic teams as well. And I think it's really going to be a really exciting time for the Siege dev team because, as our game director said, it's going to put the creativity back in the players' hands. That's awesome, guys. Well, thank you so much, gentlemen. Enjoy the rest of E3. I know you have a lot going on. And so I think we got some gameplay. More gameplay. And you know what? We might just see a little bit more Rainbow Six Siege. Roll the top 3. Number 3. Come here. I got a present for you. Get down.
Get down! Get down again! Come on, Earl! The gasoline is just like... Earl! Oh, come on! Go! See, there we go. Eine gute Anime. Our number 2 clip proves that gold is gold, no matter what. Oh, oh, oh! Nailed it! Number 1. To see why this is our top clip, keep an eye on the clock and ammunition's health. Seconds remaining. 4 last operator standing. 10 seconds. 5 seconds. Oh my god! Holy What HP? I had 1 HP! She fucking ran from me! 0 Sekunden. Oh my god! 1 HP? Oh, I had 1 HP that whole time. After I fought like the third person. Fuck, dude. Das ist blöd. Sind beide tot, ja. That was amazing! Ammunition killed it! At the buzzer. At the buzzer. No health. Inside of 10 minutes, as a matter of fact, 8 minutes to go until the big show. If you are tweeting, if you're doing anything on the social and you're talking about Ubisoft, please use the hashtag UBE3, and that way we can see it all and harvest all of the content and tweets. I got this thing handed to me while we were in that top 3. I don't know exactly what it is. It is addressed to Yes Quilamate. Oh, is that like a terribly butchered version of I'm gonna go ahead and assume it's for Eve, and I'm also gonna assume that's why it was handed to me. That's the process I will be the buffer in this instance. Yeah. And it says it's from H. Drubman Jr. Oh, Any ideas? Listen, I don't want to have anything to do with this. It sounds real sketch. Let's check you want it to see it? Let's check it out. Die kann wenigstens der Ring kämpfen dann noch. Hey there, amigos. Yep, that's right. It's me, your boy, Herc. I just want to take a minute to speak directly to you, Ubisoft. Especially you, Mr. E.S. Quilamate. Pretty sure I pronounced that right. Listen, I've been hearing non-stop about this dang old Discovery tour, and it got me thinking, man, Hope County needs to get in on this action. You hear me? Come on, man, let me show you around. I've been doing all kinds of corporate research, and I'm telling you, Hope County is the place to discover. I mean, look at all the stuff we got. Historical figures, we got them. Sports is culture. We got fine athletes in Hope County. I mean, no one's made it to the big leagues yet, though. And something for the guy Peter who keeps on sending me letters that are not of encouragement. Heck, we got Boomer here. I hear the internet loves good boys. We got fun for the whole family. Come to our annual testicle festival and eat a bunch of balls with your kids. Come down to one of our beautiful serene rivers. Oh my God, what is that? We got organic farm, nature trails, gentrification, family cookout, animals doing it. Iconic architecture, immersive experiences, recycling 2.0, motherfucking freedom. Like I told you, ES, Hope County is a real Neapolitan center, man. And check this out, ES, we even got a mountain with your name on it. So there you have it, man. Hope County Discovery Tour. Boom! Cash in the bank, baby. What do you say? Oh, dang, my wheels! Not my wheels! Oh, cougars! It's biting my face! It's on my back! It's on my nuts! Oh, I don't... Oh, he's leaving. He's leaving.
So you have your people Ja, call my wahnsinnig viel können people, wir and momentan we'll figure nicht it. Oh shit! He's machen. coming back! He's coming back! He's coming back! Okay, I think he's gone. He's gone. Das, was ich versucht habe, um ein bisschen schneller voranzukommen, hat nicht geklappt. Oh, decline. Oh man, no. This is not a thing, you guys. Listen. Look good to me. I don't know. No, I work on Far Cry. Listen, Hope County Discovery Tour is not a thing. Not a thing. Okay, All right. highly doubtful. Erroneous headlines is what it is. All right, what is happening right now? The grand final of the golden ticket competition right over here. Leon. Yes. We started out with 250 eager players. We went down to 10, and now these 4 wonderful people next to me are gonna fight for their right to party, to come into our conference, and for the ultimate bragging rights. Are you guys ready for the ultimate battle? Yeah. Hell yeah. All right, but before we do, let's talk a little bit more about the game. Madison, Matt. Thanks, Leon. I'm here with Matt Woomer, one of the founders and creators of Brawlhalla. How's it going, Matt? It's going great. Thanks for having me. Thanks for being here. Could you tell us a little bit more about what So, our finalists will be playing Ubisoft. today? For sure. They're playing Brawlhalla. Brawlhalla is short for the Grand Tournament of Valhalla. Valhalla is the Viking warrior heaven. But the Valkyries haven't just brought Vikings. They brought ninjas, they brought pirates, they brought monsters, they brought aliens. So there's tons of characters for your players to choose from. That sounds awesome. So all the great warriors are there. All the great warriors of the ages. Fantastic. So do you have any advice for our players? For sure. You want to use the B attack. You want to build up Ja, damage. Skull and You're going Bones to war get 2 jetzt points nicht so for each spektakulär, was ich bisher gesehen knockout habe. you do. You have 2 minutes. At the end of the 2 minutes, whoever has the most points gets the golden ticket. That sounds fantastic. Well, let's head on over there and get this final started. Indeed. All right, are you guys really ready? No. People, make some noise for this finale. Are you ready? Woo! All right, I would say press the button. And then Wäre schön, wenn man bei uns das Haus Countdown. machen könnte. Das wäre schön. The anticipation is real. 3, 2, 1, fight! All right, we've got 4 good characters here. We've got Ada. Ada has a spear and she has blasters. Really quick character, good for getting in close. We have Ember. Ember is a warrior from the forest. She's an elf and she has guitars and she also has a bow and arrow. Very dangerous for the wolf character as well. Nash is our caveman. Caveman has a hammer. He has a spear and he has some heavy, strong attacks. And finally, we've got Azuri, the cat lady. The cat woman has guitars. She also has a sword. And she'll also be moving in for quick attacks. Now we look here and some characters have IGN oder direkt Ubisoft? We've got another kill. Wow, they're racking them up quick here. You can fight unarmed, and that's fine, but what you really want to do is see these weapons, these weapons that are falling from the sky. When you pick them up, you're going to get one of your 2 main weapons, and oh, there we go. They have figured out the weapon system and are doing really well. Ember is going in and mixing it up. She is really in the middle of everything. She's kind of backing off, letting the battle come to him. Oh, and that worked out for him with a hard ground pound. It's 4-4 with under a minute left. We have anybody can get into this. Ada can get in with a nice double kill. Azuri can get back in with just a single kill. It's tied up at the top. It's mixing it up right there in the middle. Wow, there's 30 seconds left. Ember's got a weapon. She's right there in the middle. She's holding on to that lead. Oh, she's picked it up. She's got 6 points. Somebody needs to step up. We're under 30 seconds. Nash is moving in hard. We need to close it out. You guys need to move in. You got to take it away from Ember. She's doing well. Oh, Azuri's got the ground pound. She's coming in for it. She's going to try and make her move right now. She's looking for the hit, Er schaut aus wie billiges Smash Bros. Was nicht schlechtes sein muss. 6, 5. Oh, 6-6. We are tied up. 3, 2, 1. It is tied. Luckily, this game comes standard with a tiebreaker. Bitte? They're both top characters are at 6-6 ist ausgegangen, das ist jetzt Tiebreaker. Decide a winner. We have to pick, and the winner is, all right, here you go, golden ticket, ultimate gaming backpack, let's go, let's go. Also 30 Sekunden in die Dings zu kommen. Das muss auch bitte sein, wenn du draußen vor der Show stehst und ein Ticket spielst und dann nicht rein darfst.
favorite teams, all the people here in the fan zone, in the theater. Der Stream ist schon wieder voll mein Mixer-Ding. Hashtag UBE3, lots of Ja, love voll from lustig. everyone. Mein Stream ist weiter vorne als deiner. Ja, der Stream, den du übertragst, den habe ich jetzt am Handy offen. Der ist gut, zu dem, was ich beim Mixer schaue. Naja, dann musst du über meinen Stream schauen, so wie schauen. Jawohl, jetzt kommt dann. Also wieder so was ganz cringe-worfiges haben. Die Moderatoren jetzt ja waren richtig scheiße. Ja. Dann wird jemand tanzen anfangen, doch verziehen, ist alles in Ordnung, glaube ich. Es kommt ein Das Tanzen auch wieder. Dance und so. Wir haben Tänzer dafür gesucht aus der Community heuer. Die sie zum Affen machen. Kannst du? Ja. Das Start ist offen anstatt bezahlte. Ja. Aber hey, du bist auf der E3, ne? Ja. Yes, we're just gonna assume that they're ready. Well, if you're ready for the biggest gaming, biggest show in gaming, then let's start the show. Let's do it! Let's do it! Komm mir gut, wenn du die Gegner verhaspelst in den ersten Satz. Ja. Und dann noch, nach dem, was Microsoft gestern gemacht hat, da überhaupt die biggest show im Gaming. Assassin's Creed, cool, Skull and Bones, Little Rabbits. Ich hab kein Splinter Cell Helm gesehen. Ja, nicht. Was ich bei Ubisoft so ein bisschen bedenklich finde die letzten Jahre, dass sie in diese Hipster-Schiene aber so richtig einfahren. Ach du Scheiße. Ja, das war jetzt mit dieser Regenbogenbande-Affäre da nicht anders. Ich hab gedacht, das Strange Devolver haben wir hinter uns. Wie viel Prozent hat mein Wasser bitte? Scheinbar nicht genug. Ja. Ich glaube, die haben ja extra. Das ist noch Hipster-Schiene, gell? Nein, ich sehe diesen Tanzen am Berg. Ah. Ni hao. What the fuck? Wenn ich nicht morgen arbeiten müsste, hätte ich mir jetzt einen Schnaps gehört, weil das fällt ja keiner auf. Wie schaut aus wie ein Star Wars die Tentakel oder die von das 5. Element? Ich glaube, links stand Vince, glaube ich. Ganz links im Gelb T-Shirt von Vince. Er wird gut dazu passen. Ach du Scheiße. So viel zu cringe-worthy, ne? Und ich hab gehofft, dass keiner auf der Bühne tanzt. Den ersten Weg. Ja. Irgendwie auf der ist, ne? Scheiße. Das ist der Peter Aufreger, oder? Wenn da auf Panda-Bärten sonst gezwungen werden. Ja, Peter. Schaltet die Peter ein. Ja, der ist voll abgemagert noch dazu. Der ist sicher nicht ausgerecht gehalten worden davor. Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Ich glaub's auch nicht, ne? Und nicht im positiven Sinne. Das ist ja noch länger als die letzten Jahre. Da war es wenigstens gut. Immer Respekt an die was in diesem blau-rosa Dingsbums sie eingequetscht hat. Ja.
Meine Frau fragt mich gerade, ob das traurig ist, dass sie nur 2 Lieder erkannt hat, von denen die da gespielt worden sind. Und ich frage mich so, was für eine 2 Lieder? Ich bin so schockiert von den Bildern, ich höre die Musik gar nicht. Ich habe nicht einmal gemerkt, dass so unterschiedliche Musik gespielt wird. Ich schaue, ich kenne es von den Melodien her, kenne ich die auch, aber... Ich meine, gut, das Spiel hat seine Spieler wahrscheinlich, weil sonst würden sie es nicht jedes Jahr aufs Neue bringen. Aber... muss ich das... Jetzt ist genug von Just Dance, jetzt braucht er nichts mehr. Jetzt, bitte nicht falsch verstehen, aber jetzt sagt es bitte nicht. Zugabe! Zugabe! What the fuck? Ich mein, letztes Jahr war schräg. Letztes Jahr war es positiv schräg mit Mario Rabbids. Stimmt, ja. Ich habe auch die Tanzeinlage gemacht. Fangen wir direkt mit Bianchi oder den Evil an, oder was? Ja, noch Darksiders ausgeschaut, oder? Das ist achso, ja nein, von das Ubi, wird oder? Gut und Evil. Nein, ist nicht von Ubi. Na, Idiot, das verwechselt. Das wird Beyond Good und Evil sein. So, was sagt ihr zum ersten Act Just Dance, wenn ihr euch schon mal da habt? Fucking hell, haut's in die Kommentare. Macht ein paar Kurz-Smileys, bitte. Roger, Uma. Half the crew is dead drunk in my sick bay after eating your miraculous space chili. Man, ich weiß, dass das keine Spielgrafik ist, gell, aber es hat einfach so unglaublich gut aus. So schlafe ich manchmal ab. Dead monkey in the crow's nest. I repeat, monkey down. Immer. Else space chili strikes again. Copy that, Captain. Hey, Paige, bet we could use your space chili to overclock our engines. Negativo, mi amor. Only you can melt my circuits. Keep laughing, fools. The key ingredient to good cooking is love. Ein Schuss. What? Engineering to officers, we are dead in the water. I repeat. Main engines are cursed. Nox, come in. What have we got on the scanners? Jack shit. Nada. Ich finde so geil, dass der Ab so einen richtig fiesen britischen Dialekt hat. 3 o'clock starboard. Voll gut. It's massive. Like, get back here, Shani. Hold off! Lock down the bacon. Give me auxiliary engines. Deploy shields and bring up out now. Brace yourselves. Release-Datum. Ja. Gods protect us. Oh oh. Scheiße. Okay. What? Das war doch die Helen aus dem ersten Teil, oder? Ja, und hat sich gerade so die Tourgeschichte, das spielt vor dem ersten Teil. Vielleicht haben sie sich erst zum Guten bekennen müssen. Hello, I'm Gabrielle.
Gabrielle Schrager, narrative director. And I'm Guillaume Brunier, senior producer. We are so happy to be back this year to share our progress on our space opera Beyond Good and Evil 2, a game full of wonder, emotion, danger, and high-stakes drama. Last year, you all saw the enigmatic green-eyed Captain Dakini leading the legendary crew of the Gada on a quest to discover the location and the mystery behind a deep space artifact known as Moksha. But Dakini has since gone missing. Shani is now captain of the Gada, and she's leading a crew into the deep, unexplored space beyond System 3, when they come face to face with their nemesis. Fans will have recognized a ferocious young Jade. And Paige is back as the incorrigible chief cook of the Gada. We've got two other officers, Uma, das ist das Schweinerl aus dem zweiten, also aus dem Original ersten. And Callum, our chief engineer. And all of these legendary characters will be playing a major role in our prequel. Today, we are proud to represent our growing production team in Montpellier, Barcelona, Bordeaux, and Sofia. Thanks, everyone, for making it happen. Europa komplett. Thank you. Thank you for them. Thank you. Thank you for them. In BGE2, you are a space pirate captain in a distant galaxy near the end of the 24th century. Yep. At this year's E3, we will be showcasing a new behind closed doors demo, offering a first look at our major location, the sacred city of Ganesha. Now, let's take a look at our first pre-alpha gameplay footage. Ja, gameplay. Aber Pre-Alpha, weißt du, wie lange das noch dauert, bis das kommt? Oder ist es schon uralt? Ganesha is a metropolis filled with sacred temples, beautiful gardens, and bustling shops. But it's also a darker underworld. Wir haben uns ja letztes Jahr erklärt, dass die Demos teilweise ewig vorher schon fertig sind, weil sie ja Aus- und Entwicklung sind, sie extra gemacht werden müssen. Ja, das stimmt, weil die halt, wie haben sie gesagt, für so eine E3-Demo arbeiten sie oft ein halbes, dreiviertel Jahr mit einem separaten Team dran. Ja. And all of this seamlessly. What you will be seeing at E3 this year is only a very small part of a much larger open universe we are creating. A universe we are also building with our fans. Die aber nicht gesagt werden darf. Ja. Ja, nur hinter verschlossenen Türen für gewisse Journalisten wahrscheinlich. With Beyond Good and Evil 2, we want our community to participate in a way that's never been done before through the Space Monkey program. We want our fans and people all over the world to really be a part of creating the game. So today, we are issuing an open invitation for people all over the world to contribute their ideas, music, artworks, and create original content that players will experience as they explore the world of Beyond Good and Evil 2. And there is literally a universe of ways for artists to express themselves, from giant frescoes to murals, street art, music, radio content, and much more. To do this, we have partnered with a company at the forefront of community collaboration, Hit Record. And here, to tell us more, is their founder, Joseph Gordon-Levitt. Bitte? Was ist da los? Thank you. I love this theater. So thanks to you guys, thanks Guillaume, and thanks Gabrielle. It's really good to be here. I'm super excited to do this. For those of you who don't know, Hit Record is this thing that I've been making for a long, long time. It's really dear to me, and it's a place where people all over the world work together on short films or music or art, all kinds of projects. This is the first time we're making stuff that's going to go into a video game. So it's a little bit different than other like creative platforms that you can find on the internet, because the point of Hit Record, it isn't just to post and promote stuff that you've made on your own. The point is to collaborate. So like when we're making music for Beyond Good and Evil 2, it's not just going to be a thing like a contest where people submit songs and then we pick one or two of them and we put them in the game. We're going to be really making the songs together. And the same goes for the visual assets that we'll be creating. So
Whether you're a writer, a musician, an illustrator, if you're a pro-level artist, or if you're just someone who really cares about Beyond Good and Evil and that world and you love it and you want to be a part of it, there's going to be ways for you to contribute. Our first creative challenges are live. As of like now, someone's at my office pushing the button, like very nervous. You guys are doing great. And yeah, so come to our site, check out the Beyond Good and Evil 2 page at hitrecord.org, and that's it. Go do that shit. Thanks. Oh, coole Idee auf jeden Fall. Ja, oder wie spart man Gold auf Französisch? Ja gut, das ist ja auch nicht. Hitrecord's approach to community collaboration is inspiring, and we're incredibly happy to be working with Joseph and his team. And we really can't wait to see what the community creates, so let's do it. Einen schrägen Tanz und We will be showcasing some of this content at our very first dedicated community event, the BG Fest, which will take place in Montpellier this fall. Thanks everyone, have a great E3. Thank you! Oh, cool, ja. Das finde ich gut mit dem. Ja, und im Herbst sagen sie mehr auf dem Beyond Good and Evil Fest. In Montpellier. Ja, irgendwas so. Montpellier, genau. Du kannst jetzt Season Pass 4 kaufen. Kostet 35 €. Danke. What's up, everyone? My name is Justin Kruger, community developer on Rainbow Six Siege. And I'm here today to talk about our community. Our community that inspires us and drives us every single day. The Siege team back in Montreal has actually been so inspired by seeing all the millions of people playing our game every single day over the past 2.5 years. We've actually absolutely loved seeing our community grow, and I'm excited to announce today that the Rainbow Six Siege community is now 35 million players. Wie viele davon aktiv? Ja, wie viele sind aktiv von den 35 Millionen? I wish I could hug every single one of you, but I don't know if my arms are big enough to hug every single one of you. That would take a long time as well. As you can see, as the community grows, so does the game. And as you can see behind me, Team Rainbow has recruited the Italian GIS operators, Maestro and Alibi. Actually, this image represents 10 seasons, 40 operators, and 19 maps. That is all free in-game. And if you want to get to know all of these guys a little bit better, you can play Operation Parabellum, which is playable right now. And if you want to see them in action at the top of their game, tune into the Rainbow Six Siege Pro League, kicking off on June 18th at 5 p.m. Pacific time. The world's biggest esport teams will be competing for 6 months of intense Rainbow Six action. And that's just one of the many ways to enjoy competitions for Rainbow Six. The 6th major is just around the corner and will be hosted in Paris this August. Our Pro League finals will then take us to Brazil in November. Yeah, Brazil. And then the 6th Invitational will once again be the pinnacle of Rainbow Six, taking place in Montreal in February 2019. Yeah. So, whether you're a player or just a fan of esports, there really is no better time to get into Rainbow Six esports. And with the growth of the game, the community, and the esports teams, we wanted to take a moment to reflect on some of our most influential players. Today, I'm excited to unveil a sneak peek at an upcoming documentary that is focused on a few familiar faces who took their love for Siege to the next level. Without further ado, here's the first look at Another Mindset. Ich muss gestehen, Dokumentation interessiert mich jetzt so überhaupt gar nicht. That is like the greatest injury to ever happen to me, only because it brought Siege to me. Dann können wir stattdessen über Beyond Good and Evil reden. Wie ist der erste? Ganz kurz, er hat gesagt, du kannst diese ganzen Operator gratis spielen. Das stimmt doch nicht, oder? Nein, du musst die freischalten. Ich weiß nicht, ob sie es geändert haben. Ich habe es vor 6-7 Monaten das letzte Mal gespielt, wie eben das Ding war. Das Zombie-Ding. Okay. Und vorher haben sie um die
25.000 pro Operator kostet, später sogar mehr und es ist richtig lange, was du dafür spielst. Okay. Du kannst theoretisch alle gratis freischalten, aber es dauert. Oder waren es 50.000 Credits sogar, also nicht billig. Okay, kommen wir zu den guten Sachen. Für Good and Evil. Ich bin ein bisschen schockiert, dass da der Jade sitzt und die böse ist. Ich glaube, dass es ein Double Twister ist. Ja, oder sie ist vielleicht so irgendwas erpresst oder so. Ja, das kann auch sein. So, ich möchte bitte wieder tanzen haben. Bin bereit. Im Ernst, ihr macht so einen Aufstand für Trials. Was bist du drin jetzt auf Benzin stinkt? Also ich weiß ja nicht, gell, aber irgendwie... Wirkt das Ganze ein bisschen fake? Ja, das ist ein bisschen zum Fremdschämen, das wirkt nicht cool, finde ich. Auf und auf. Oh mein Gott. Aber ja, Fremdschämen trifft. Trials is all about crashing with style Das ist ein bisschen and getting up again. Hello. Das ist so auf und ab und ab und ab also und ab. Prime Minister of Können wir wieder tanzen? Now I'm pleased to announce Du weißt, es war dein Lieblingsteil bisher. back and it's bigger than ever. Ja, in Trials ist seit 10 Jahren das gleiche. Ja. Für so eine halbe Stunde ist dazwischen wieder mal ganz lustig, aber... Ja, das ist gut, das ist gut. Da rein in den Rennen nichts im Endeffekt. Ja, man, schaut cool aus, nette Ideen, nicht so gar, aber... Das ist Trials. Was ist Trials? Wie sagt man so schön? Komplett Trials. Nur wenn man scharf grün anmeint, ist es immer nur ein Schaf. Ja. Oh, wo wir schon bei grün anmeiner sind, ne? Der am Handy aus dem Devolver-Ding sein können. Ja, stimmt. Trials Rising takes you around the world to iconic locations. You never ride alone and competition is everywhere. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob der Anfang das Schlimmste war. Competition is nothing without the players. Oder die Ubisoft Putzcrew hier gerade. Community has always been ja. Pillar of Trials. Oder seine Brusthaare. We work with our players more than ever. To explain more, let me introduce Brad Hill, also known as Professor. Meine Frau hat in dem Moment, wo du das gesagt hast, genau das gleiche gesagt. Vielleicht bin ich ja zu negativ, aber... You made a mess. Well, thank you, Auntie, and hello, everyone. See, OTHD down the front. I see you. I became a fan of Trials because it's challenging, but so rewarding when you overcome something difficult. Wie seht ihr das? But I soon realized that a number of players oder with the harder ist es lustig und ich verstehe es bloß So in nicht. 2013,
I created the University of Trials, Das ist cool. a YouTube channel dedicated to mastering Trials writing. Now, before I go on, Ubisoft star players, I want you guys to make some big noise right now. All right. Well, 5 years ago, I was a star player just like them. But when Red Links began work on Trials Rising, they approached me to design and create all of the tutorial content within the game. It has been an amazing experience for me, but I wasn't the only one involved. 20 community members, known as the Trials Elite, up there, have been involved in the development of this game for the last 2 years. Whether they were track builders, streamers, or speedrunners, each brought something special to help shape this game. Now, if you want to get involved, register online at trialsgame.com for a closed beta happening later this year. Good. That's it. Let's go. Hey. We're not going to put a big coming soon up here. I think people are going to Aber want to warum muss jedes Spiel eine Beta haben? You're right. Trials Rising will release on February 2019 on PlayStation 4, Xbox One, PC, and the first time ever also Nintendo Switch. Es guckt den Silber auf und das ist so krass. Wenn du schon damit Server entweder 23. oder 29. Silber. If you are E3, come to our booth and we'll show what Trials is about. Crashing with style and getting up Der Feber ist ziemlich voll mit Spielern, ja. Ist gut, sich da in die Konkurrenz mit einzusetzen. Ernsthaft. Ubisoft hat das letzte Jahr so cool gemacht und das ist jetzt so eine Enttäuschung gerade. Da war bloß die Moderatorin mega daneben. Ich kann mich da dunkel daran erinnern, an die Dame, die Witze gemacht hat und der ganze Saal war einfach totenstille. Nur sie hat gelacht. Vor allem ist halt der Grafik auch nicht wirklich gut aus des Trials. Oder? Nicht anders als die aktuellen, also. Ja. Fortschritt. Vielleicht sind wir einfach zu alt für das. Also, ich verstehe es vielleicht einfach nicht. Und jetzt böse klingen zu wollen, aber vielleicht haben sie auf ein Switch-Niveau halten müssen. Wobei selbst die Switch kann mehr. Nein, das ist nicht einmal Switch-Niveau. Das ist PS3-Niveau von der Grafik. Okay, der Division, ja. Irgendwann den gleichen Trailer wie gestern wahrscheinlich. Das wäre echt enttäuschend. Oder das gleiche Gameplay. Schaut nach einem Spiel aus, was ich unbedingt haben muss. Julian Garrity, and I'm the creative director on Tom Clancy's The Division 2. Yeah. On Black Friday, a strain of the smallpox Aber so wie du sagst, das sind alles damit Hipster. Ja, voll. Das ist was mich bei Watch Dogs, ich fand Watch Dogs zwar total cool, aber die Hipster-Story ging mir so auf die Eier, dass ich es nicht weitergespielt habe. Mostly burnt itself out, but America is tearing itself apart. Washington, D.C. is at the heart of this battle. Under constant threat from dangerous factions, civilians are trying to rebuild. In their survival voller Fail und so lies die the Kamera seed zeigen im for the Stream. rebirth of society. Also wenn wir jetzt echt den gleichen Scheiß wie gestern sehen, ja, dann bin ich... Dann spiel Fallout Shelter dabei. Live im Stream. Im Stream über Ubisoft drüber. Nein, es ist was anderes. Das ist irgendwie total wichtiger Trailer.
patriotisch war das Wort, was ich gesucht habe. Aber es ist die gleiche Location wie gestern im Trailer, oder? Ja, ich glaube, dass das die Quest-Nummern haben. Ja. Kann sein, dass das so die Base ist, ja. Ich glaube, du kommst die Quest-Nummern oder für irgendwas. Irgend sowas, ja. Wie geht jetzt Fußgebiet los? Ich glaube, das ist aber auch gemagert. So nicht wundern, wenn sie im Hintergrund ein kleines Rumpeln anfängt. Nicht nur Magen. Sympathisch. Ja, wenigstens exekutieren sie. Besser als am Boden zu verdurchen. Das stimmt. Mal bitte. Ich bin froh, dass wir nur nicht 4D-Fernsehen haben. Da war Division Agents. Mit Betonung auf war. Ja. Da liegen wir schon gesagt vor. Examples will be made. On your knees. Keep still. Okay. Der Uhr ist übrigens kaputt, die in der Collectors Edition drin war, ne? Die hat nicht einmal 2 Wochen gehalten, dann ist sie auseinandergefallen. Genau, meine hat ja noch nicht funktioniert noch immer. Funktionieren tut sie auch noch, die Armband und alles sind ausgerissen. Ja, meine schaut nur ein bisschen zerkratzt aus und so, aber ist zu plan. Ich hab's erweitern müssen, dass ich überhaupt das Handgelenk habe. Große Kabelbinder. Na, beim Uhrenmacher. Man auch anzuschauen war der Trailer jetzt schön, aber halt. The last line of defense for those civilians and for the country. If you fail, history will be written by tyrants. If you succeed, history will remember the few brave heroes who fought to save a dying nation. This setting lays the groundwork for a compelling story-based campaign in which your actions have a clear impact. Schade, dass es eine Gameplay-Grafik ist, wie wir gestern gesehen haben, was im Hintergrund In the hat. Division 2, Washington, D.C. must prepare for the greatest threat it has ever encountered. To face it, you and your fellow agents will need to bring your equipment and tactical abilities to the next level. Once agents reach the end of the main campaign, it's time to select a new progression path by picking a specialization. It starts with the choice of a signature weapon, powerful and unique weapons that complement the rest of your equipment. As you progress with your specializations, you will not only grow in power, but also unlock additional tools and abilities, including exclusive versions of skills. Specializations enable you to truly complete your own personal playstyle, but also to synergize with other players and take team play even further. Speaking of teamwork, I'm excited to announce that for the first time,
8 players will be able to partner up to face the ultimate endgame challenge. Raids are coming to the Division 2. Yeah. Ich bin genau der Typ, der hinten in der Mitte sitzt. Super. We learned a lot. We learned a lot from working on the first game. And with the Division 2, we're launching with plans for years of frequent major content updates. Today, we're ready to outline our plans for year 1. We will be launching 3 DLCs in the form of episodes. Each one will bring new story, new areas to explore, and new activities. And the best part, das haben sie sich sehr von will be Destiny abgeschaut. completely free for everyone. Ich hab das rausgehört, show me your money. Was, der ist completely free? Ja, ja. Lootboxen! Ja. Where's my Division team? Ich weiß, warum es da drin so laut ist. Das sind nur After the Ubisoft Ubisoft-Mitarbeiter. conference for an exclusive 30-minute deep dive into our playable E3 demo during our post-show. As you can see, they're getting ready right now, and they'll be playing right after the conference is done. Ob das auch so einer von den Motivierten ist wie von Devolver? Until then, remember, this is history's defining moment. Hope for the future lies in you, agents of the Division. Thank you. Ja, da sind sie jetzt schon dabei. Wenn Ubisoft 1 kann, dann ist es Trailer schneiden. Bestimmt, ja. Das kennen sie. Ich kann mich an das Gameplay von Watch Dogs 1 damals erinnern. Gameplay. Ja, Aircodes. Also das Video, was Spuren von Gameplay. Ja, genau. Ich glaube, das wird mein Signature-Satz jetzt. Und fangt gerade Weltuntergang an. Ich hab den Weg. Ja, ich mache die Tür zum Moment. Sonst höre ich nichts mehr. Es ist übrigens. Es geht so halb von der Lautstärke her, aber mir rumpelt es richtig übel runter. Es ist übrigens die komplett gleiche Gameplay-Szenerie wie gestern, was du gesehen hast, gell? 15. März, A2 nächstes Jahr. War nicht der erste Teil erst am 15. März? Ja, aber das weiß ich nicht mehr. Gut, das ist die Game of the Year Edition von Mario Kingdom Rabbits. Ja. Nein, das ist ein Rayman, oder? Das nehme ich auch, dann lass die fucking Rabbits weg. Ich will keine Rabbits in meinem Rayman. Hier schaut mehr noch ein Rayman aus. Was sind links von einer Rumbo Rabbit? Hi, I'm Xavier Manzanares, lead producer. And it's an honor to be back here 1 year after we announced for the first time and released the game. It was incredible. So, as a team, I just wanted to thank all of you for the support and all the feedbacks we received. Oh, it's my favorite. Der Lead Producer hat damals gesagt, er möchte keine Rabbits so mehr in we seinem also Rayman started haben. a year ago to work on a brand new adventure. Er hasst die Rabbits. And with a brand Sie new machen hero Rayman as kaputt well. und dann wird er That we cherish and we love Ja, hat absolut Donkey recht, ja. Kong. So for today,
we wanted to celebrate the upcoming release of the Donkey Kong Adventure, and what better with music than with Grant Kirkhope, our composer, and the band Critical Hits. Grant so Kirkhope please enjoy. Thank you. Das ist der, was den Originalscore von Banjo-Kazooie gemacht hat. Okay, das ist cool. Composed of Dr. Grant. Ja, das ist der, was Banjo-Kazooie gemacht hat. Changes every day, every second. Also wir werden jetzt da ein Musikstück spielen, weil es war noch nicht genug Musik bei Ubisoft. Geh fast am 5 bitten, dass wir dann nachher irgendwann über die Bühne tun. Selbst die Damen auf der Bühne sind alle wie Hipster und so, die Instrumente, ja. Mit einem Selfie-Stick, ernsthaft. Den hat sie aber in dem Originaltrailer nicht gehabt. Echt? Voll wahrscheinlich verdammt. Die Idee ist ja lieb und alles da mit dem Live-Musik für den Trailer und so, aber bis jetzt die Hälfte spielt schon mit. Das ist irgendwie verstörend. Um was geht's jetzt hier? Das habe ich noch nicht kapiert. Dass Donkey Kong dazu kommt. Ja, Add-on Festival anscheinend. Die Rockerin in der Mitte wirkt ein bisschen verloren, um ehrlich zu sein. Nein, die steht im coolen Holzspagato. Ich würde gerne so richtig schief abgehen, muss ich warten inzwischen. Es ist aber cool, dass sie die klassische Musiknummer eingebaut haben. Ja, das kommt aber. Weil das war die ganz klassische Donkey Kong Musik dort. Ich weiß, ja, aber das geht schon gefühlt eine halbe Stunde. Das ist zu lang, oder? Das ist ein Add-on, glaube ich. Ja. Und Bam mit dem Season Pass wechseln und auch früher. Ja, da hat er sich gelohnt, das Season Pass. Wie gesagt, ich finde den Composer absolut cool, weil der halt definitiv Art und geht, aber. Das war ein bisschen lang. Das ist sehr lang, der Trailer jetzt. Na, hat er eigentlich nichts gesagt. Oder länger als eine Stunde wird das nicht dauern, die von Ubisoft kommt einmal. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es das ja schon. Fullzeit für Assassin's Creed bleibt nimmer. Jetzt hast du es verschwunden. Singapur ist da dahinter.
Ach, Skull and Bones. It was over. The old guard was wiped out. Those who knew spannend das Heim im Jahr vielleicht das letztes Jahr. Letztes Jahr oder so. They were killing us off, burning our seas from Glorified Assassin's Creed 4. Oder Sea of Thieves mit echter Grafik. As fate would have it, the tide turned in our favor again. A new wind was at our backs, blowing us straight to heaven. In our new Eden there was vor allem was mich hat voll angekotzt. War wirklich extrem. Die haben produziert einen Trailer und es schaut so schön aus. Es hat wie und nimmer was mit dem Spiel zu tun. Da finde ich selbst diese Gameplay-Footage-Engine-Trailer noch besser. Ja, ich meine so als einmalig zum Announcen oder so, wenn etwas Neues ist, finde ich es noch okay, gell? Oder wenn du zuerst sowas sagst und dann In-Game-Sachen sagst, finde ich auch in Ordnung. Aber du hast ja bei Beyond Good and Evil schön gesehen, den Trailer und dann dieses Pre-Alpha-Gameplay, wo halt einfach 4 Welten dazwischen sind und zum Grafischen. Und das wird da nicht anders sein. Ich weiß nicht, mich hat Skull and Bones von Anfang an nicht interessiert. Das kann ja der fetteste Trailer, glaube ich, nicht ändern. Ja, wahrscheinlich. In a dog-eat-dog world, we were wolves. And wolves hunt in packs. Tut mir leid, wenn ich das gehen muss, aber... Kommt eher wie ein Filmtrailer rüber, ja? Fluch der Karibik 18. Of Skull and Bones, there are soulless empires. There are greedy trading companies, and of course, ruthless pirate games sailing the seas. But there are no heroes. Hello, my name is Justin Farron, Creative Director at Ubisoft Singapore. And for the past year, my team and I have been anxiously awaiting this moment to invite you, our fans, to join the hunt. Meine Frau hat die Theorie aufgestellt, dass die alle in der Midlife-Crisis sind und sich deshalb so anziehen. Piracy is dead in the Caribbean. The empires crushing all those who oppose them. So your next big score? The Indian Ocean, home to the richest trade routes in the world, where merchant ships carry cargo worth over $10 billion a year. And you? Also bisher ist Microsoft, dann Bethesda, dann lange nix. First, you need a target. You pick up intel on a heavily guarded frigate, fat with African diamonds and the Grand Mogul of India. Entschuldigung, die Devolver müssen wir auch noch dazwischen will help you claw your way to the top. Bitterböse wiederum. Wobei man noch immer nicht sicher bin, was ich bei Devolver überhaupt gesehen habe. Our reactive and evolving world is reflected in what we call fortunes. Presented to you by alles, was die Branche in den letzten Jahren falsch gemacht hat. Ja, schon, aber die Art und Weise war einfach so verstörend. Today, Taljeed reveals favorable wins. That means more merchants to rob, but also more competition. And now I'm proud to share with you the essence of Skull and Bones, a shared world where every player encounter matters. Will you fight or will you ally? This is what we call the hunting grounds. Ich gehe mit dir wetten, dass das Wasser nicht so schön ist wie in Sea of Thieves. Let's head to the hideout and have a great E3. Ja, die hat auch begeistert geschaut, bis Stefan. Ja. Wie willst du Gameplay sehen, Jungs? This hidden pirate den provides everything you need for your next strike. Wir haben genau 30 Sekunden oder 40 Sekunden Gameplay bisher gesehen. From your shipyard, Ja. the Black Horn for the upcoming battle. Und das war Pre-Alpha von Beyond Good and Evil. Keiner weiß wie heute ist. Was nichts mit den Spielern zu tun haben wird wahrscheinlich. Aber wenn das nächstes Jahr wirklich kommt, dann ist die Pre-Alpha Demi-cannons are slow loading, but deadly at short range. Rockets are blazing fast and deal powerful damage from every angle. Sollten sie zumindest jetzt in der Alpha sein. With everything loaded,
Let's head out. The winds are strong and the day is clear. That means more merchants to rob, but also more rival pirates out looking for a quick score. According to your intel, the convoy is sailing past a Portuguese fort, taking advantage of the storm. That fort is too strong to simply sail past. Its cannons can blast you out of the water. You need to find a way to sneak by before the convoy slips away. Exciting, Captain! Fortunately, deception is another tool in the pirates' arsenal. Let's fool these blackguards! Disguised as a Portuguese merchant, you try to creep past. Ich bin gespannt, ob es sich das spielt, weil es schaut jetzt echt aus wie einfach ein erweiterter Spielmodus von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja. Nämlich komplett mit den Festungen, wo du vorbei musst und so. Die anderen Schiffe. Wenn du mir nicht teilst, ist sogar das Menü, das Upgraden von den Schiffen, was 1:1 wie in Assassin's Creed. Das war sie nicht mehr. Ist mir sehr, sehr bekannt vorgekommen auf jeden Fall. Ich war einer Meinung, dass Glorified Sea of Mai wär's vom Kanal anspielen, aber wie privat interessiert das gar nicht. Sieht nett aus. Ja, vor allem weil es so ausschaut, als würde das komplett allein spielen. Das stimmt, ja. Das finde ich halt schon uncool. Man, vielleicht gibt es ja noch so, dass du zu zweit oder zu dritter Schiff sein kannst. Und wie nicht raus, kannst du sehen, wie gesagt hast, es macht keinen Sinn, ein Piratenspiel zu machen, wenn man nicht Zangen, Fingern sonst nur brauchen kann. Fair enough, ja. Muss das wichtigste Feature sein. Ja, also ein Krug in den Grog einhältst und saufen kannst, das muss schon sein. Wenn du sowas spürst. Einfach das Feeling, ne? Ja, das finde ich cool, dass du so on the fly in die Gruppen einladen kannst und die dir dann helfen. The enemy strikes first. The first ship goes down, breaking your formation. Ah, ich schau wirklich aus, als würdest du alleine spielen. Komm, ne? Das ist irgendwie schräg, um ehrlich zu sein. Hätte aber einen Vorteil, du musst ihn ja auf Live verlassen. Da jemand runtergeht und die Löcher stellt. Commodore turns his cannons on you. Schaut nicht so aus. You brace for fire, absorbing the first blow. Your allies maneuver for position. The Royal Fortune acts as a tank, drawing the Commodore's fire. It unleashes its special ability, Siege Mode. Once anchored, it can fire its cannons without limits. The Jaeger slips into position with its powerful cannon. Its special ability delivers 8 shots in a single blast, increasing the odds for a critical hit. The Royal Fortune can't hold out much longer. It's up to you to land the killing blow. Der Ding, nimm ein Ruder, streck dich und leg dich, weil es wird so langweilig mit dem und du machst da jetzt ein bisschen gegeneinander. Ernsthaft? The battle is won. But the glitter of gold can turn new allies into deadly enemies.
For there is no honor among thieves. Okay, toll. Also spielst mit Leuten zusammen, machst die ganze Arbeit und dann bist du versenkt. Genau, gleiche Problem wie bei Fallout. Komplett das gleiche, was wir bei Fallout besprochen haben. Für die Community scheiße ist, wird da geholfen. Und wenn sie den Loot selber haben wollen, schließen sie dann die einfach ab. Oder sie ziehen sie kurz bevor es fertig ist zurück. Sodass du nur untergehst und sie dann den Rest machen. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich noch 3 Minuten Assassin's Creed Gameplay und das war's. Ich glaube, dass bloß ein Assassin's Creed Trailer kommt. Weil es ist offiziell noch nichts gesagt worden. Es sind ja bloß Leaks bisher. Sie haben es dann offiziell bestätigt, die Leaks. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott, das ist der Hobbit, oder? Though we're known for our film content, we're also avid gamers, and the opportunity to partner with Ubisoft was something we had to be a part of. Oh, VR. My name is Benoit Shea, game director on Transference. Together, we combine the storytelling techniques of film with the interactivity of video games, enabling us to create this unique, deeply immersive world with a dark and unsettling narrative. Have you ever dreamed of entering someone else's consciousness, exploring their darkest thoughts and most intimate secrets? In Transference, wobei ja cool ist, sagt er selber auch ganz we're bringing with Transference, we're bringing a first-person exploration game into a chilling new dimension. To escape, you must go hands-on to search for clues, solve puzzles while shifting between the perspectives of each family member, and attempt to piece together the mystery. This fall, in VR and on traditional platforms, we welcome you to uncover the secrets hiding in this mind-bending psychological thriller that will leave you with haunting memories long after you put down the controller. This is Transference. What's going on? Ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen aufregend, aber ich schlafe echt voll ein. Tut mir leid, aber es ist einfach... I know this rig's a bit cumbersome, but that's always the way with these new prototypes, huh? And all you have to do is just be. Erinnert jetzt voll an PC. Ja, aber ja, Gott, da. Also wirkt auch wieder Hyperstyle leicht. I'm a lousy father, I'm unable. Lousy husband too. You should go to sleep. You've seen how rotten that's gotten, huh? Das ist so echt Leben-Dings, ja. Ich find's cool, dass sie das so die echten Leute einbauen, ne? We're all gonna be together. All of our hard work, reverse the process. All of our sacrifices. Ich bin mir nicht sicher, ob das Gameplay mit beinhaltet, sondern das bloß der Trailer ist. Die Gameplay-Figuren schauen komplett anders aus. Dad, why are you doing this? I love you, son. I love you with all of my heart. Okay. Es schaut auf jeden Fall interessant aus. Aber auch wieder absolut zum Einschätzen. Ja. I have waited so long for this. We will sacrifice the world of Atlas to the harvest. No Wind's Sky. War Ubisoft, oder? Ja. Ja. Go show them what Starlight can do. The Legion is growing. There aren't enough of us. We need to find help from every planet in Atlas. Ja, ist aber nicht.
more of us there are, the stronger each of us is. Exactly. You must feed my legion. Ach du Scheiße. Mann, na. Grax isn't going to stop until we end this. Fucking hell, ihr konntet es umspulen, dass es tot ist. Oh. I will finish this. Aber da haben wir Lootboxen. Bis sie diese Flugzeug, dieses Voice to Life gezeigt haben, hat sie noch interessant ausgeschaut, finde ich. Wir nochmal keine mit tatsächlicher Handlung und Action. Last year Ja, revealed du our sagst immer modular da, Nummer starship 2 mit innovation to the Action world und and showed Charaktere, you how Handlung und players could nichts reconfigure davon it vom Design instantly her. to adapt to any challenge. This year, we're excited to show you what the depth of the open world that we've built and put the game directly into your hands. We're going to take you on a journey 400 light years away from Earth to the Atlas star system. Discover exotic planets, meet fascinating local factions, and forge your alliance. Upgrade your pilots, starships, and gear, and unleash devastating combos to save Atlas from the relentless Forgotten Legion. The mission will not be easy. Atlas is a dangerous place, and our heroes will need all the help they can get. Noch ein Trailer. Ich muss gestehen, Ubisoft ist bisher mit Abstand des Enttäuschens. Bei EA hat man ja gewusst, ich habe mehr erwartet. Bei EA habe ich gewusst, dass es langweilig wird. Square hat mich jetzt nicht so enttäuscht, weil ich nicht so hohe Erwartungen gehabt habe. Square war halt bitter, weil die haben es wenigstens auf 30 Minuten zusammengequetscht, den ganzen Scheiß. Ich schaue es ganz ehrlich, ich schaue es jetzt eigentlich nur, weil ich Assassin's Creed spielen will. Ja. Star Fox. Also, nein, nicht Star Fox, darf es nicht sein. Doch. Doch, das ist Star Fox. Bitte nicht in das komische Spiel rein. Man, na. Das ist Star Fox nicht. Du a barrel roll. Ja, du a barrel. Ja, hat's echt. Das ist ja eigenes Spiel, das ist ja eigenes Spiel. Hello. Hello. Hello everyone. Aber, na, was ist? Nintendo, was tust du? It is an honor to welcome Star Fox in Starlink, Battle for Atlas. Isn't it, Laurent? It's amazing. Ever since I started working on Starlink, I wanted to invite Fox and his crew into the game. And Star Fox on Super Nintendo was the first 3D game I've ever played, and I'll never forget that. Warum Nintendo? And so for me, this moment is a dream come true. And this dream was only made possible thanks to our long relationship with Nintendo. We can't wait to play Fox on the Nintendo Switch. I would like to give a special thanks to a dear friend with us in the audience today. Ladies and gentlemen, Mr. Miyamoto. Ich glaube, das erlernt der Ubisoft. Da hinten einer halten muss, ne? Hello, how are you? Er hat eine Überraschung mitgebracht, ich mit meinem Telefon wegkonnten. Ja. So I know you were coming today, so aber sein T-Shirt ist cool, das hätte ich auch gern. No, it's the first prototype of the vessel that we such saw. Do you like it?
Das ist das Schlimme ist. Mein Nintendo-Fanboy Herzschlag kommt her und ich jetzt schon wieder die Sammlung in dir, ne? Ja, voll. Schau, wie cool das aussieht mit dem Tag. So let's go and join them. Oh. Thank you. Und wir das von gestern wiederholen, wir brauchen schon wohl. Thank you, Mr. Miyamoto, and thank you, Eve. For everyone at E3, please be sure to come by the Ubisoft booth where we have a full hands-on demo for you to try. For everyone else, Starlink will launch on all consoles on October 16th with Star Fox as an exclusive Nintendo Switch experience. Das ist für alle anderen Konsolen uninteressant. Thank you. So ist es ja. Thank you. Wer jetzt auf der Xbox Nintendo die Lizenz aufgemacht hätte, auch machen. Check out starlinkgame.com to pre-order the game right after the conference. Thank you so much for being here today and have a great E3. Ich bin aus der Sammelwut raus. Ich sehe es an, Geld für zu einem Unternehmen zusätzliche Figuren kaufen zu müssen. Ich weiß ja, das ist geil. Das ist jetzt Assassin's Creed. Ja, okay. Das ist For Honor. Das ist For Honor. Boah, zeigt mir endlich Assassin's Creed. Man darf auch auf YouTube immer diese Selbstmordgeste machen, aber die würde ich echt gerade gerne machen. Streamers, cosplayers, artists, tournament organizers and all of our players, you are For Honor. Indeed. Hello, I'm Roman Campos Soyola, lieber Chat, was sagt ihr zu dem Ganzen? Ich bin eher sprachlos, aber ich bin mehr enttäuscht als sprachlos. Release of Heroes, constant ja, man das Starlink mit dem Star Fox Ding auf der Switch war jetzt so cool. Oh, spielst trotzdem uninteressant, wenn wir ehrlich sind. Oh, es war cool aus. Die werden wir mal näher anschauen. Hoffen nur wegen der Switch-Version. Weil du ganz schön Nintendo-Fanboy bist. Ja, das kann ich nicht einmal widersprechen. We are inviting new players to join. So, if you haven't played For Honor yet, now is your chance. Starting today and until next Monday, we are giving away the PC Starter Edition on Uplay. Download it this week on PC and it's yours for free. Yay. So come, join the fight with us. Wow. That's not all. Because building on everything that we've learned, we are now ready to expand our world. Aber wir sind nicht die einzigen, die enttäuscht davon sind. Ich dachte schon, ich bin so furchtbar gelangweilt von Ubisoft. Das Spiel ist so langweilig und unbalanced gewesen, ja. Es war unbalanced voll, das Baby. Die Charts waren voll. Das nicht, aber die Charts waren halt einfach nicht fair. Es hat halt ein paar gegeben, die haben voll durchgefahren, ein paar, die waren voll umgefahren. Der Wikinger mit den 2 Exit, total unbalanced am Anfang. Ja. Und vor allem, was... eine Frau. Und was halt auch war, im 4 gegen 4 Modus sind halt dann nach 2 oder 3 Wochen alle 4 Spieler nur noch von einem zum anderen Punkt gerusht und haben die Spieler, die einzeln gelaufen sind, halt einfach voll fertig gemacht. Ich weiß nicht, mir hat es keinen Spaß gemacht, so überhaupt nicht. Ich fand es auch von der Steuerung her total... Hat ich mich cool gefunden. Die Idee war gut, aber es war schlecht umgesetzt. Ja. Was ein bisschen öfters, was ich gehört habe, was die Leute viel spielen, den 1 gegen 1 und 2 gegen 2 Modus. Aber selbst die KI hat die absolut fertig gemacht. Du hast keine Chance gehabt bei der KI zu üben, die hat einfach so dermaßen niedergemäht.
glaube ich, dass das früher später kommt. Oh, er hat einen Gott der Hand abgeschlagen. Naja, ich fand eigentlich, wie gesagt, Microsoft hat einen positiven Bereich, weil sie immer sehr breit war, und Bethesda fand ich richtig cool, weil sie halt viel Gameplay erzeugt haben. Und vor allem die Zeit von Fallout vorzuführen. Nicht nur so Trailer, bam, bam, bam. Of the Wulin factions fought each other, but failed to establish order. Amid the chaos, 4 warriors of the Wulin now march west. With a new faction, 4 new fighters, visual enhancements, and single-player content to be revealed, the Marching Fire update is our biggest and most ambitious addition so far. But na, Hitman ist ja nicht mehr bei Square, oder? Would not be Ich habe complete sich without ausgekauft, answering a glaube ich. huge request from our community. Ja, da hat sich das Studio selbst ausgekauft bei 4v4 Square. multiplayer mode fulfilling the classic medieval fantasy. You know what it is? The Castle Siege. So please, allow me to introduce you to this new mode, Breach. Also Xbox Gameplay. Das ist anstrengend zu schauen. Vor allem, es ist wieder kein Gameplay. Es ist wieder nur so ein schlecht gerendertes Ding, ne? Ja, würde ja keiner killen für der Meinung, würden wir nie machen sowas. Wenn jemand anderer Meinung ist, soll er es gleich sagen. Die sind halt einfach sehr, sehr gelangweilt. Weil wir vorher Bethesda noch gesehen haben, ne? Die haben es mit Spaß gemacht und nicht so auf dieses brachial, auf lustig oder cool. Ja, so frei raus. Das ist halt das extrem Gegenteil davon. Können wir endlich Assassin's Creed sein? Die 2 Stunden gestern bei Microsoft sind schnell vergangen. Jetzt haben wir 1 Viertelstunde, das fühlt sich an wie 3. Oh mein Gott, der Ritter, das ist gern von da. Was geht das so? Da kann ich nicht mitreden. Ganz sicher. Also, das wäre. Aber das kommt ja auch noch. Das Fuß war. Hi everyone, I'm Delphine Dosset, brand director on The Crew 2. In just a few days, freedom will be yours. Freedom to get your hands on your dream car, bike, boat or plane and unleash your passion for motorsports all across the United States. Man kriegt jetzt dann so einen 30 Sekunden Assassin's Creed Trailer. Danke, Ubisoft. And we are very happy to announce that the Jetzt open beta nebenbei Zombies will be Survival. Sag wohl alles available on bezüglich, wie sehr mit PlayStation 4, Ubisoft bisher vom Hocker. Xbox One and PC on June 21st. But there's more. You can preload the open beta right now, so you'll be ready to hit the road as soon as it starts. From all of us at Ivory Problem Tower, ist, die Autos haben die welcome to Scheiße The von Crew den 2. Boote und die Flugzeuge, ja. Das hat einfach gar nicht gut gefallen. Höchst wesentlich hübscher als der erste Teil, aber. Das ist auch wieder so. Wenn das In-Engine einfach die Spur von Gameplay enthalten. Ja. Hätte ich wenigstens was zum Blocken. Wir sollten uns trademarken lassen, den Spruch. Ja, absolut. Den verkaufen wir dann an alle Publisher. Ja, das ist aber so eine Hipster-Scheiße. Du musst eine Story anschauen davon. 1 Minute und ich habe noch 1 Minute angefangen, es zu skippen versuchen.
Ohne Scheiß. Noch 60 Sekunden anfangen, das Ding zu skippen. Hey yo, Alter, was geht? Du musst hier Follower sammeln und so. Da habe ich ja... Oh. Machst du möglichst krass korrekte Sprünge, ist voll gut. Na. Ich bin einfach zu alt, glaube ich, dafür. Ist das der alte Shiny? Ich hab das Gefühl, ich hab den schon mal gesehen. Ja, was werden Sie da großartig noch was Neues sagen? Das Flug was in 2 Wochen außer? Ja, immer, aber ich hab den schon gesehen. Was muss sein? Hipster Gangs ist total. Du musst dir unbedingt mal das Gameplay anschauen. Spiel die ersten 20 Minuten vom Spiel und du kriegst es trotzdem wegen der Story. Na endlich. Ja, jetzt auch. Das ist wie beim alten Theater, der Bauchgeschlag. Ja. Und zum Schluss muss das alle wieder einmal aufwachen. Ja, dass sie wissen, dass sie gehen müssen. Where we begin does not define Das Kind aber werfen. who we will become. Zu schwach. Das hat er Glatzen gehabt. Gibt so viele Gründe. Before you, I see a path. Das könnte sogar auf der Game Engine rausgeändert sein. And family. Weil die Beate schauen. And loss. War and bloodshed. Oh ja, das ist Sparta. Nein, ich will nicht Boote fahren. You were sent by the gods to protect this world. You carry the blade of Leonidas. Act like it. Jawohl, mit der Mistgabe. Du warst jetzt nicht gesagt. Das ist ein Reichsraum. Ja, bitte. Ich finde Mistgabe trotzdem schön. Na, damit kannst du die Welt mehr richtig wegbauen. Also. Mit der Mistgabe? Ja. Na, mit Poseidons Kreuzhack. Ding schaut die Menge auch nicht so begeistert aus, gibt's das? Oder sind leere Stühle da? Thank you. I'm Jonathan Dumont, creative director of Assassin's Creed Odyssey. Scheiß mich an. Assassin's Creed Odyssey no, das ist eher more than just an adventure. It truly is a role-playing journey. You will explore on land and sea one of the most iconic and influential settings in human history, ancient Greece. The golden age of Athens saw the rise of democracy, modern medicine, revolutionary art, and Western philosophy. But it was also a time of war. A devastating conflict between Sparta and Athens, the Peloponnesian War, divided the Greek world and changed the course of history. In this world of contrast and opportunity, this land shaped by the gods rages a battle between order and chaos. This is where your adventure begins. You, a simple mercenary, an outcast, to take on an incredible quest to save your loved ones and become the legendary Greek hero Greece desperately needs. Our teams in Quebec and from around the world have spent the last 3 years putting all their energy, passion, and dedication into this project. We have continued to transform Assassin's Creed into an epic RPG experience.
An RPG in which you will not just play an Odyssey, also es bleibt Origins vom shaped by your actions and choices. Was gut ist. And the first choice you'll make at the start of the game is to choose your character. Alexios or Cassandra? Cool. Das finde ich cool. Von mir Cassandra erst regiert. And you play that character for the entire game. Schlimmeren Blick drauf. You share the bloodline of a legendary Spartan hero and bear his mysterious weapon. Your turn. Speerspitzen da. Leonida's spear. You're old enough now. My father's spear holds a certain burden, but you're ready. Think of Leonidas. He had great courage, and he made a great sacrifice. You share in his blood and the strength he possessed. The broken spear of Leonidas gives you access to powerful ranged, combat, and stealth abilities that you can unleash on your enemies. Das hätten sie über Voice-Over erkennen. Der hat einen kräftigen Tritt. Ja, und einen kräftigen Schlag durch Schild durch. And for the first time, we have deeply changed the way we tell stories in Assassin's Creed. You can now truly interact with history like never before. Perhaps when I was thinner, both in weight and philosophy. So, tell me, were you able to resolve the situation without bloodshed? The rebel had guards. I relieved them. Interesting. You thought the life of a thief and a murderer was worth more than that of soldiers doing their duty. I wasn't even thinking about him, to be honest. And what of the rebel? He should be halfway to Mykonos by now. Oh, really? You let that lunatic run loose? Are you sure that was wise? I'm not sure approaching you was wise. Our choices are like ripples on water. They seem tiny and insignificant at the beginning, but they can become devastating tidal waves by the time they run their course. Over the next few days, you can experience this for yourself here at E3 in our playable demo. And for you at home, here's a full gameplay sequence of Assassin's Creed Odyssey. Thank you, have a great E3. Wenigstens gibt's so Gameplay. Das ist sicher Xbox One X Gameplay. Ja, ich sehe das ja. Das Wasser schaut schön aus, das ist ganz bei uns. Wesentlich besser als das Skull and Bones. Es macht halt Sinn, dass sie das Wort Quote bringen in Griechenland, aber Griechenland hat sehr viel Inseln und so und da braucht es so. Ein Vogel ist wieder dabei, das ist cool. Such a beautiful island. Wobei ich glaube, dass das mit von wegen, wie du die Story angehst, ist halt ein bisschen Bullshit mit dabei, ne? Ja, das ist aber einfach voll versprechen. Mykonos Island, built from the corpses of giants slain by the legendary Iraklis. Read me the note again. Eagle-bearing Mystios, that's you. We are a small but fierce group of rebels who'd pay you handsomely to help us overthrow our Athenian oppressors.
A warrior named Diocles fights with them. None who face him survive. Please, Misthios. Our people are dying. Signed, Kira. What did your informant tell you? Word has already spread of you sinking those ships. There's a price on your head. Whew, that didn't take long. There's also word of Spartans landing on Mykonos. So, I'm here to find Kira, who wants me to kill Diocles. An Athenian ally. Who's at war with Sparta. And don't forget the bounty. Business as usual then. Das ist sicher das Level, wie sehr das ist, oder? Thanks, Varnavas. But they'll be too busy protecting Diocles from me. We've been spotted! Go! I'll handle this! Fight them for all you're worth! Lass den einfach. Das hat gerade echt klunkig ausgeschaut, wie sie aufs Pferd gesprungen ist. Cool. Aber dafür ist die Animation von den Pferden nicht schlecht, finde ich. War aber aktuell besser, glaube ich. Oh, ziemlich schnell. You're chasing your own death, mercenary. Genau, du musst jetzt wie war's? Drive to, oder wie hat das geheißen? Drive and Pain und das Pferd überziehen, noch verschwinden die Sterne. Pain Spray, genau. Noch verschwinden die Sterne. In Rage gibt's auch weiterhin. Ja, es sind generell vom Interface und so ziemlich ähnlich mit. Und dass du jetzt Skills hast auf LB und LT. Ja, genau. Skills dann, ja. Das ist aber wenig gut gewesen für das, dass er gerade ein Schwert in die Beine gefahren ist. Das ist Orca-Blut. Sag ja. Für das, dass er gerade in die Beine gefahren ist. Ja, das was beim Origin ja, mit Ein- und Ausschalten. Das heißt, es gibt eines der wenigen Spiele, wo das wirklich noch kannst. Also hat ein bisschen strange, muss ich gestehen, wenn er wirklich gar keins ist. Ja, wirklich sehr strange, so. Vor allem Ubisoft vor Honor sagt, wo Blut geflogen ist im Rahmen. Da kann sie daneben liegen. Aber hübsch ausschauen dort. Ich weiß nicht warum, aber wie sie gerade in den weißen Sand kommen ist, habe ich sofort an Dead Island denken müssen, an den ersten. The mercenary who bears the eagle of Zeus. You got my message. It said something about paying me handsomely. Sie erinnert mich total an Xena. Mercenaries. Athenians have enslaved our people for too Das war long. Xena. Help us free Mykonos Gesicht from her, their grasp. an die junge And you Xena. have more drachmi than you can carry. Ich kenne die junge Xena. Ich kenne die hat 12. I'm here to kill Diocles, not go to war. Which is why I sent word of our rebellion to you and Sparta. My men are ferocious in a ground assault, but we're outnumbered. And Diocles fights with the fury of Ares. Join us in battle. If you're half the warrior Kira says you are, we'll grind these Athenians into dust. All right, Spartan. I'll fight with you. But Diocles is mine. To battle then. Klingt falsch, wenn die das so sagen. Muss ich sofort an Halo denken. Was fettes Gemetzel. Ist ja krass. Was für mich das doch. Und das finde ich nice. Sind im Arsch die Körperteile auch geflogen? Ja, sana. Aber das dürfte das ist Ränder und das andere war Spülfliegen, wo sie die Wolkenstände aber gestoppt haben. Und der Rage-Modus war jetzt ist wieder kein Problem.
Ja. Weißt du, was ich glaube? Das ist genau die Demo, die sie spielen lassen. Und die Demo haben es wahrscheinlich so für D-rated gemacht. Das auch ein bisschen, das ist so 16-Jährige. Aber die kommen ja gar nicht auf die 3 drauf, soweit ich es mitgekriegt habe. Warum nicht? Weil fast alles auf 18 läuft. Ja, aber du hast ja gesehen, dass Ubisoft draußen die Dings gehabt hat in Freien und draußen, also dass wir das Area haben, wo auch jüngere Leute spielen können. Und das ist das Einzige, was ich mir erklären kann. Weil in der Cutscene siehst du das Blut und in der Demo, was ja das, was dort draußen zum Spülen ist, ist, hast du kein Blut und keine Links. Das Einzige, was ich mir erklären kann, warum das so ist. Oh, es sieht gut aus, sieht halt aus wie Origins von der Grafik her und allem. Ja. Oh ja, Mit der Frau, ne? Ja. Den Teil noch 5. Oktober. 5. Oktober ist cool. Mario, schon wieder, bitte. Hi everyone, and thank you for joining us. And thanks to everyone watching from home. To our teams, it's an honor to work with some of the best in the world. Congratulations on a great show. Ja, wie sagen, selbst Assassin's Creed konnte die Show nicht retten. Nein, leider überhaupt nicht. Also, ich wollte erst mal sagen, das hast du 20 da durchquollen, dass du Assassin's Creed sagen kannst, was nicht wäre. Das ist sogar 8 Stunden 30. Games will play in shaping our society. To create these games, we need to work even more openly with you. Wir haben in der Zeit 7 Trailer gesagt, wo Microsoft 50 gesagt hat. Together, everything gets better. So as a great history, thank you very much. Ja, was, ich sage nicht, wenn sie weniger zeigen und Ausschläge zeigen und so, aber sie hätten halt für jeden Preis ein wirklich wichtiges Gameplay zeigen können. Weil bis auf das Skull and Bones, was aber auch nur gerendert war, was nicht wirklich ein Gameplay-Demo war. Ja, da klingt uns aber jetzt bitte aus, weil ja, Ubisoft ertrage halt nicht. Going to show live exclusive gameplay of the Division 2. I have with me Matthias Carlson, right? Jetzt sagen sie Gameplay, oder was? And Christian Tanner, game director and producer respectively. Ja, ich kann jetzt gar nicht durchgehen. Eigentlich war ja bloß Beyond Good and Evil, da hat man aber absolut gar nichts gesehen, im Endeffekt bis auf einen neuen Trailer. Ja, einen neuen Trailer und dass halt die Jade auch wieder dabei ist als Bösewicht. Wobei das wird wahrscheinlich so auslaufen, wie du gesagt hast, dass sie so als Eva-Agentin wird drin ist, ja. Oder mein Vermutung, dass es vielleicht irgendwas erpresst wird oder weil sie war im ersten Teil ein viel zu guter Charakter eigentlich, als dass sie jetzt so als Badass herstellen kann. Vor allem, weil er der zweite Teil vor dem ersten Teil spielt was. Absolut kein Sinn ergibt. Ja, So this is a tiny little slice of the open world in Washington DC in the Division 2, right? Like all the way towards that same crash site that we saw in the E3. Right, die haben gerade die Hostage gekillt, ne? Yeah, the crash of the Air Force One. Except right now, it's tackling at a different entry point than what was shown at the Microsoft Starlink, muss ich sagen, schaut cool aus, weil es ein bisschen wie Nummer 3 Nutzer und mit Story und so ausschaut. Finde ich absolut interessant. Ja, das ist halt das, was mir wirklich ankommt. 5. Oktober. Ja, und Assassin's Creed eben dann am 5. Oktober. Gameplay war nett, es schaut sonst wie Assassin's Creed Origins aus, auch vom Aufbau her. Nur mit einem besseren Skill. Was nicht schlecht ist. Mit einem besseren Skill einsetzen. Was man jetzt noch einmal machen kann, aber das nächste Assassin's Creed dann nach dem Odyssey müsste sich wieder ein bisschen mehr bringen.
Und wenn sie dann wieder das gleiche machen, dann wird es wieder langweilig. Und was ich auch schon gesagt habe, absolut zustimmt, es muss halt auch außerhalb vom Anime was passiert wieder. Weil da war der letzte Teil sehr dünn. Ja, unbefriedigend. Das war was da, aber halt viel zu wenig, leider. Also für mich das absolute Highlight war Just Dance. Ja, es hat den Ton perfekt für die Show gesetzt. Kann ich jetzt nicht reden. Das hat mir so geflasht, darüber kann ich jetzt noch nicht reden. Ja. Ich kann nur sagen, es hat den Ton für die Show perfekt gesetzt. Was ein Shit. Ich muss gestehen, ich bin echt enttäuscht. Ich leider auch sehr enttäuscht. Also das hat auch Ubisoft immer retten können. Wir haben doch die Division in dem Gameplay gleich in einer 1,5-stündigen Show. Das ist das, was mir am meisten ärgert. Warum haben sie das jetzt gesagt für 10 Minuten raus? Ja, statt der 2 Trailer. Ich will lieber gesehen. Vor allem, weil das ja komplett was anderes ist, was du gestern bei Microsoft gesehen hast. Ja, vom Spielen ist ja wohl live jetzt dahinter. Ja. Und wenn sie das gezeigt hätten, wäre voll geil gewesen. Hätte mich voll geladen, glaube ich, und hätte richtig spannend zugeschaut. Nur jetzt bin ich halt einfach viel zu enttäuscht, dass mir das nicht interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand es auch echt mies. Das war mit die schwächste Präsentation. EA ging nur so halbwegs, weil auch so Was hast du gerade gesagt? Das haben wir nicht mehr gehört, weil du willst. So, na, das war nicht. Ich bin ein bisschen outraged. Also, wir ranken jetzt mal der Reihe nach. Microsoft war am coolsten bisher, was uns am besten verging. Obwohl es am längsten war. Bethesda kommt nicht dran. Ich kann es auf eine Stufe setzen für mich. Bethesda hat es mit Humor gemacht, ich finde gewinnt, weil halt Bethesda hat mir, Microsoft hat mir richtig überrascht mit dem, was sie gezeigt haben. Da war so ein bisschen ein Wow-Effekt, immer wieder, nicht nur einmal, sondern immer wieder. Und das hat mir bei Bethesda gefallen, weil bis auf Wii, wo man halt leider nicht viel gesehen hat, ich hab's ja noch ein wenig vereinfacht gesehen dann, ne? Ja, ich weiß, da bist du so richtig aufgeblüht. Das war so wie ich gestern wohl den Halo-Ding analysiert habe, ein bisschen. Aber bis auf Doom, dass sie da schon was angekündigt haben, war eigentlich nichts, was mich überrascht hat. Skyrim, sagen wir ehrlich, war bloß damit es halt in die Medien schafft. Weil das ist das Spiel, was alle waren. Ich sage immer Skyrim, Mann, aber Elder Scrolls. Elder Scrolls, ja. Ja, war er wirklich ehrlich, das hat er nicht rübergebracht, ja. Aber da hat er da wirklich ehrlich gesagt, er hat so schön gesagt, ja, jetzt kommt das Spiel, wo nachher alle immer fragt, so dass er endlich die Goschen haltet, so nach dem Prinzip. Und dann hat er erst das andere gesagt, das ist Star Citizen. Und dann habe ich erst Skyrim gesagt. Genau. Skyrim, Elder Scrolls. Aber das war wirklich so wirklich nur einen Trailer produzieren, weil es wissen eh alle, dass es gemacht wird, wir sind nicht dumm. Jetzt haben sie übrigens wieder bei der Reaktion nur Live-Gameplay, was komplett anders ausschaut, aber hey. Ja, weil es ja von der anderen Seite kommt. Ja, aber cool. So. Ja, und das werden sie Leute zu Microsoft. Bethesda ziemlich gleich auf, das stimmt schon für mich, Microsoft ein bisschen mehr, weil es einfach mehr Wow-Effekt hat. Und der war eigentlich nur Gameplay-Trailer gehabt, mit Engine-Trailer, keine Cinematic-Trailer. Ja, was ich sehr cool finde. Ja, was war dann noch? Danach finde ich Devolver. Devolver war lustig wie letztes Jahr. Ja, und wir haben halt wirklich alles klar vorgezeigt, was an der Branche falsch läuft. Lootboxen. Ich habe nachgeschaut, ne, diese Lootbox gibt es tatsächlich, diese Lootcoin. Da steht aber noch mit drin, das ist komplett wertlos und macht keinen Sinn. Du kannst es zwar kaufen, wenn du möchtest, aber es macht halt keinen Sinn, ihn zu kaufen, weil nicht wertlos. Außer du bist eine Alliance zu Devolver sagen.
capability. So you can ansonsten progress from specialization all the way. Supporten von Devolver, das geht auch And then you become the ultimate player. You get full flexibility to You're gonna need to become that Ja, because we also announced today that for the ja. first time in a division game Und gibt halt noch Devolver fair, weil vor Liebe war 30 Minuten zusammengeführt, als ich gewusst habe, sie haben nichts Besonderes. Sie haben Series Sam. That is very cool. Yannick, how are we doing here? Ist ja nicht von Square, oder? Nein, ist jetzt Square, ist Devolver auch noch. Ja, Devolver hätte noch ganz genau. So Yannick, you're playing the demolition special. Ja, und danach können sie das Gateway immer war von denen. Also für mich war EA nur erträglicher, weil die haben wenigstens zu Anthem so ein paar Fragen mit einigen, weil die halt wirklich interessant waren, von wegen DLCs und sowas. Genau, ja, das war so. cool. Square Enix, ganz ehrlich, fand ich komplett sinnlos, weil das war im Endeffekt das Gleiche, was wir gestern auch gesehen haben. Auf der Microsoft-Ding schon. Da war wirklich gar nichts anderes. Ja, sie haben zwar neue Spiele announced bei Square. Darf ich ehrlich sein, die waren beide nicht spannend. Es war schön, Tomb Raider Gameplay zu sehen, aber... War es nicht so, dass ich Ja, das war cool. Tomb Raider, ne? That's correct. Ja, da weißt du, was das ist. Das ist auch schon der dritte Teil. Demolition that Jank is playing has the grenade launcher, which is all about, you know, radius. Ja, aber echt enttäuschend, Ubisoft halt auch mega enttäuschend. AC cool, das kommt, aber kommt für mich die Konferenz am besten. The sharpshooter has super Überhaupt nicht. sniper rifle, 50 cal, that can penetrate several targets. So you can find, you know, your angles and line them up. Ich bin gespannt, wie sie Sony präsentiert, weil ich denke, mir fällt immer das Remedy-Game. Ich rechne ehrlich gesagt jetzt damit, dass es entweder bei Sony ist oder eben bei der PC-Gaming jetzt heute nach. Ja, ich soll eher PC-Gaming auf das. Sony. Also Sony hat ja, glaube ich, angekündigt, dass sie nur First-Party-Titel bringen, oder? Ich glaube, eine Überraschung oder zwei Überraschungen und sonst bloß die 4 Spiele, mehr ist nicht geplant. Ja, eine von den Überraschungen könnte sein, das Final Fantasy 7 Remake, weil das dann Square noch nicht gezeigt wurde. Oder sie sagen wirklich, ja, das ist noch so lange hin, da wollen wir jetzt noch nichts sagen. Das kann auch sein. So that was not too ridiculous, that's okay. Jetzt haben wir das auch gesehen. You're here, I think we've got a free pod. Genau. Well, is there like another player that can that you think can... Ja, ich auch. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gucken. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß dabei. Und seid dann eingeschlafen, weil Ubisoft war echt anstrengend. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Gucken. Ciao, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Download the IGN app from the iOS or Android stores now. Sign up for notifications and we'll alert you the second news breaks. Not only is IGN the world's